Liebe Gangaji, lieber Eli, herzlich willkommen in Baden-Baden. Es ist mir eine sehr große Ehre, mit euch zu sein heute. Und Dominique und ich, wir werden euch ein paar Fragen stellen. Dear Gangaji and Eli, welcome to Baden-Baden. It's a big honor for me today to be with you. And Dominique and I will ask you some questions. Thank you. So I start. So, ich fange an. Was ist Erleuchtung? What is enlightenment? It's shining the light where before there was darkness. Das bedeutet, das Licht darauf zu leuchten, wo vorher Dunkelheit war. It's the light of your own awareness. Das ist das Licht deines eigenen Gewahrseins. Turning back to where it hasn't looked before. Es wird dahin gewendet, wo vorher nicht hingeschaut wurde. You can be enlightened about anything. Du kannst über alles erleuchtet sein. If you don't know how a car works and you suddenly become enlightened about it, you now have knowledge of it. Wenn du nicht weißt, wie ein Auto funktioniert und du wirst darüber auf einmal erleuchtet, dann hast du davon Kenntnis. If you don't know who you are, wenn du nicht weißt, wer du bist, and you shine the light on it, und das Licht darauf wendest, everything's finished. Dann ist alles beendet. I loved my teacher, Papaji, our teacher, often talks about words and how it's very important to look inside the word. Ich liebte das, wie mein Lehrer Papaji oft über Worte gesprochen hat und gesagt hat, wie wichtig es ist, in die Worte zu schauen. So this word enlightenment has a lot of weight. Also dieses Wort Erleuchtung hat viel Gewicht. Like God. So wie Gott. And when I could hear Eli speaking, I experienced what Papaji means when he says you have to undress the word. Und während ich Eli zuhörte, konnte ich verstehen, was Papaji meinte, als er sagte, du musst das Wort entkleiden. You have to discover what's inside. Du musst herausfinden, was innen drin ist. Otherwise it lands in your head and gives you a headache. Ansonsten landet es in deinem Kopf und davon bekommst du Kopfschmerzen. Und was ist das, wenn man in Phasen war der tiefsten Stille und Liebe, die manchmal 2-3 Wochen anhielt und dann wieder aufhört und danach dann die Sehnsucht und das Leid noch viel größer wird? And what is it about being in a deep phase of deep silence of maybe 2 or 3 weeks, and then after that it stops, seemingly stops, and the suffering starts again? Well, all phases begin and end. Nun, alle Phasen beginnen und enden. So if silence is a phase, it will definitely end. Und wenn Stille eine Phase ist, dann wird sie tatsächlich enden. But sometimes the mind quietens itself. Aber manchmal bringt sich der Mind selbst zur Ruhe. And there's a state of deep silence. Und da gibt es dann einen Zustand von tiefer Stille. It's really useful. Das useful state. Das ist ein sehr nützlicher Zustand. Because in that you can discover that I am with no need of a story about who I am. Denn darin kannst du das Ich Bin erkennen, ohne eine Geschichte darüber, wer ich bin. But if it's just a phase, it will end. Aber wenn das nur eine Phase ist, wird sie enden. And when the noise begins again, und wenn der Lärm dann wieder anfängt, and you identify with the noise, und du dich mit dem Lärm identifizierst, there will be an experience of suffering. Dann wird es da eine Erfahrung von Leiden geben. Unless es sei denn, you recognize what has not moved. Es sei denn, du erkennst, was sich nicht bewegt hat. What is still silent. Was immer noch still ist. Under the noise. Unterhalb des Lärms. What's the same in every phase. Was dasselbe ist in jedweder Phase. And you will identify that as yourself. Und du wirst dies als dich selbst identifizieren. And suffering will come, and suffering will go, and you are at peace. Und Leiden wird kommen, Leiden wird gehen, und du bist in Frieden. Another way of putting it. Eine andere Weise, das auszudrücken. There's a story about a king who said, I'll give a horse to anyone in my kingdom who can go into samadhi for a week.
Da gibt es eine Geschichte von einem König, der sagte, ich werde ein Pferd jedem geben in meinem Königreich, der es schafft, für eine Woche lang in Samadhi zu bleiben. And a yogi hears this, he's up in the hills and says, I want a horse. Und es gibt da einen Yogi, der ist in den Hügeln und sagt, ich möchte ein Pferd. So he presents himself and puts himself into Samadhi in front of the king. Also stellt er sich vor und geht vor dem König in Samadhi. Deep bliss. Tiefe Glückseligkeit. And a week goes by, he's still in Samadhi. Und es vergeht eine Woche und er ist immer noch in Samadhi. A month goes by, Ein Monat vergeht. years go by, Jahre. he's still in Samadhi. Er ist immer noch in Samadhi. Eventually the king dies, the horse dies, Schließlich stirbt der König, das Pferd stirbt. he's still in Samadhi. Er ist immer noch in And Samadhi. one day he opens his eyes Und dann eines Tages öffnet er seine Augen and says, where's my horse? und sagt, wo ist mein Pferd? So the point of that is that he already had his storyline running and he broke it with a Samadhi and came right back to the story. Und der entscheidende Punkt darin ist, dass er die Geschichte schon vor sich als Linie vor sich sah und er unterbrach sie mit Samadhi, aber als er aufwachte, war die Geschichte wieder da. That's called throwing the bucket into the well and using the mind to roll it back up. Das bedeutet, den Eimer in den Brunnen zu werfen und den Mind dazu benutzen, ihn wieder heraufzuwickeln. So the story waits for you. Also die Geschichte wartet auf dich. But your opportunity is to not identify with the story. Und die Gelegenheit für dich ist, dich nicht mit der Geschichte zu identifizieren. To realize the rope doesn't exist. Zu erkennen, dass das Seil nicht existiert. It's just noise. Das ist nur Lärm. Nothing to take personally. Nichts, was du persönlich nehmen musst. In wanting the horse, he's already taking something personally that he wants in the future. Indem er das Pferd wollte, hat er schon etwas persönlich genommen, was er in der Zukunft haben wollte. Just like people often go into samadhi or silence to gain something. So wie Menschen oft in Samadhi oder in die Stille gehen, um etwas davon zu bekommen. To become more calm, to become more peaceful. To become enlightened. Um ruhiger zu werden, um friedvoller zu werden, um erleuchtet zu werden. But silence is not about gain. Aber Stille hat nichts mit etwas bekommen zu tun. Nothing you're going to get in the future. Nichts, was du in der Zukunft davon bekommen kannst. And it's here. It's still here. Es ist hier, es ist immer noch hier. It's here in Samadhi and out of Samadhi. Es ist hier in Samadhi und hier, wenn kein Samadhi da ist. And what Samadhi does is reveal what's always here. Was Samadhi tut, ist zu offenbaren, was immer hier ist. And you surrender to that. Und dem gibst du dich hin. No more ropes. Dann gibt es da keine Seile mehr. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass Geräusche und die Einflüsse von außen sehr stark auf mich einwirkten. I've made the experience that noises and influences from the outside very much affected me. Ich fühlte mich so schutzlos. Es war wie die Geräusche gehen durch mich durch. I felt so much without protection. It was as if the noises went right through me. Und ich hatte immer ein Geräusch im Ohr. And I always had a noise in my ear. Und ich konnte erst mit anderen in Kontakt treten, wenn dieses Geräusch hörte immer auf, kurz bevor ein Telefon klingelt. And I only could get into contact with others when the noise was gone. So for example, when the phone was ringing, shortly before that, the noise stopped. Aber ich konnte nicht, also das war sehr schwierig mit diesen äußeren Einflüssen. Es war so, als würden sie auf mich einstürzen. But it was very difficult for me because of these outer influences that kind of came upon me. Und dann kam wieder Muster. Ging ich wieder in Aktion. Ich bin wieder mit der Außenwelt. Es war wie so, ich habe mich wieder ziehen lassen. Ich habe mich wieder nach außen ziehen lassen. And then parents came up again, and I got myself pulled into the outer world again. Und jetzt denke ich, ich habe Angst davor, weil was kann ich dann? Ich bin Mutter, kann ich dann funktionieren? Was ist passiert dann? And then I get afraid. I'm afraid now because I'm a mother, and
And can I function then? What is happening? So this experience you had was a phenomenal experience. Also diese Erfahrung, die du hattest, war eine Erfahrung der Phänomene. I couldn't exactly call it silence Ich könnte das nicht wirklich genau Stille nennen, because the nervous system was in stress. denn das nervöse System war unter Stress. There's nothing wrong with the experience except that it was deeply uncomfortable. Es ist nichts verkehrt mit der Erfahrung, außer dass sie zutiefst unangenehm war. No. This is after. She's talking about how she came out of it. Different. Aha. She's talking about how she came out of it. Yeah. Es geht darum, wie es war, als sie wieder da herauskam. So the first coming out was your belief that there was an inside and an outside, and that now the noise coming in is doing something to you from the outside. Also das erste Herauskommen ist dein Glaube, dass es ein Innen und Außen gibt und dass die Geräusche, die von außen kommen, etwas mit dir tun. So now there's a first identification with someone resisting something. Also ist da eine erste Identifikation mit jemandem, der etwas Widerstand leistet. And from that, then everything else starts to arise. Und daher taucht alles andere auf. Fear, roles, identifications, what should I do? Can I do it? Angst, Rollen, Identifikation, was sollte ich tun, kann ich es tun? All that comes from that first separation. All dies kommt heraus aus dieser ersten Trennung, Where now, instead of being silenced, you're a victim of your circumstance. wo du nun, statt stille zu sein, ein Opfer deiner Umstände bist. Like a baby being born. Wie ein Baby, das geboren It's a wird. shock. Das ist ein Schock. But you were not a baby when this experience happened, Aber du warst kein Baby, als diese Erfahrung geschah. and yet you needed help Und dennoch brauchtest du in the Hilfe, transition. um diesen Übergang zu schaffen. Because there is a way of needing to honor and take care of the body and the mind as the shift happens from a certain state of deep silence into a state of normal activity. Denn da gibt es eine Notwendigkeit für den Körper und für den Mind zu sorgen, wenn du herauskommst aus diesem tiefen Zustand von Stille zurück in die normalen Aktivitäten. That's why we have these programs and Sangha and meetings and books. Darum haben wir diese Programme und die Treffen und die Gemeinschaft und Bücher. That's why we have the word help. Deshalb haben wir das Wort Hilfe. That's what your question is about. Darum geht es in deiner Frage. Because if you're afraid of actually surrendering again, Denn wenn du Angst hast, dich tatsächlich wieder hinzugeben, that's not satisfactory to you either. befriedigt dich das auch nicht wirklich. Because you know the sweetness. Denn du kennst die Süße. But you also know you don't want to be a bad mother. Und du weißt aber auch, du möchtest keine schlechte Mutter sein. So, in this moment, Also in diesem Moment can you discover what's still silent? kannst du entdecken, was da noch still ist, It hasn't changed at all. sich nicht verändert hat. And there's noise passing in and out. Und da gibt es Geräusche, die hereinkommen und wieder gehen. But who are you? Aber wer bist du? That's the point. Darum geht es. And that's realized then, in samadhi, out of samadhi. No difference. Und That's what doesn't change. das wird erkannt, ob in Samadhi oder nicht in Samadhi. Es ändert sich nicht. In this moment. In diesem Moment. You know, we often hear the words, stop, be still, be silent. Weißt du, wir hören oft die Worte, halt an, sei still. It's actually what is still, what is silent. Es geht eigentlich darum, was still ist. In the midst of noise, in the midst of a phase of silence, it's the same. Inmitten von Geräuschen, inmitten einer Phase von Stille. Es ist dasselbe.
You follow that? Kannst du dem folgen? Yes. Otherwise, it's someone who goes somewhere to be silent. Ja. Sonst ist es jemand, der irgendwo hingeht, um still zu sein. Ja. Ich hatte auch eine Erfahrung von Bewusstsein, jetzt vor ein paar Tagen. I also had an experience of consciousness just a few days ago. Und ich hatte mir früher immer vorgestellt, das Universum, die Erde, und das Universum fängt nach der Erdhülle an, ne? Die Sterne. So earlier I had the picture that there is the earth and then beyond the earth there is the universe and the stars and everything. Und dann hatte ich gesehen, nein, es ist hier. And then I saw, no, it's here. Es hat sich einfach geöffnet. Ich habe auf einmal erkannt, was Bewusstsein bedeutet. Das ist nicht da draußen. It just opened suddenly. I all of a sudden realized what consciousness is, and it's not out there. Beautiful. That's true. That's the truth. Ja. Das ist die Wahrheit. Ja. Whether you're experiencing it or not, that's the truth. Ob du es nun erfährst oder nicht, das ist die Wahrheit. And once you know that's the truth, then whether you're experiencing it or not, you stay true to yourself. You can stay true to yourself once you've recognized it. Whether you're experiencing it or not. Du kannst dem treu sein, was du erkannt hast, ob du es nun gerade erfährst oder nicht. Because experiences come and go. Denn Erfahrungen kommen und gehen. And there's a special experience, like Samadhi. Und da gibt es eine ganz besondere Erfahrung, wie zum Beispiel Samadhi, that reveals what doesn't come and go. die offenbart, was nicht kommt und geht. It's all the same, the whole universe. Dass alles dasselbe ist, das ganze Universum. Then you know yourself as that. Dann kennst du dich selbst als das. Without continually looking for the particular experience. Ohne immer weiter nach der besonderen Erfahrung zu suchen. Papaji used to say that Kabir experienced 15 seconds of the universe. Papaji erzählte immer, dass Kabir 15 Sekunden des Universums erfuhr. And the rest of his life was spent in devotion to that. Und den Rest seines Lebens verbrachte er in Hingabe daran. Not looking for another experience of that. Nicht weiter nach einer nächsten Erfahrung darüber suchend, In devotion to that. sondern in Hingabe daran. Jetzt, wo ihr da seid, ist diese Stille so präsent, es vibriert. Now that you're here, the silence is so present, it's vibrating. Und ich weiß, dass das immer ist. Aber wenn ich zu Hause bin, ist es nicht so stark, wie als wenn ihr jetzt hier sitzt. Das ist unglaublich. I know that it's always the case, but when I'm at home, it's not as strong as when you're sitting here. It's incredible. Was ist das für ein Mysterium? Könnt ihr das erklären? What is the mystery about this? Can you explain that? This is what we were searching for our whole lives. Dies ist, was wir unser ganzes Leben lang gesucht haben. And so this is why we went off to find our teacher. Dies ist, warum wir losgezogen sind, unseren Lehrer zu finden. I needed someone more awake than I was, someone who was radiating silence. Ich brauchte jemanden, der erwachter war als ich, jemand, der Stille ausstrahlte. And so we went off to find whoever this would be. Also gingen wir los und suchten, wen auch immer das sein würde. And this is our teacher's living transmission. Und dies ist die lebendige Übermittlung unseres Lehrers. It's why we meet. Deshalb begegnen wir uns. We came together in devotion to this. Wir kommen in Hingabe daran zusammen. So it's the context of our meeting. Also ist es der Kontext unserer Begegnung. It's the context of our lives. Es ist der Kontext unseres Lebens. And once you've tasted it, it's the context of your life. Und wenn du es einmal gekostet hast, ist es der Kontext deines Lebens. When we're in the grocery store or when we're in a movie, it's not necessarily the focus. Aber wenn wir einkaufen sind oder im Kino sind, dann ist das nicht unbedingt unser Fokus. It's background. When we met our teacher,
Das ist der Hintergrund. We'd never seen anything like it, this embodiment of silence. Als wir unserem Lehrer begegneten, wir haben noch nie vorher so etwas gesehen, diese Verkörperung von Stille. His neighbors saw him as just an old man. Seine Nachbarn sahen ihn nur als einen alten Mann. The yogurt maker who he bought his yogurt from saw him as a customer for yogurt. Sein Joghurtverkäufer sah ihn als einen Käufer, der Joghurt kaufte. So really then it's how are you seeing yourself? Also geht es eigentlich wirklich darum, wie du dich selbst siehst. How are you seeing your family, your home? Wie du deine Familie siehst, dein Heim. If you see it in the context of silence, wenn du dies in einem Kontext von Stille siehst, you will find it to be the embodiment of silence. Dann wirst du finden, dass es die Verkörperung von Stille ist. You will find yourself to be the embodiment of silence. Du wirst finden, dass du die Verkörperung der Stille bist. Because it's the same self. Denn es ist dasselbe Selbst. Same silence. Dieselbe Stille.